Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier bei ConMike. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Poolsaison abschließe. Der Herbst steht vor der Tür, das Wetter wird langsam schlechter, der Pool muss eingewintert, eingemottet werden. Wie ich das Ganze mache, auf was ich achte, gleich bleibt dran. Ja, meine Lieben, die Sommersaison ist zu Ende. Trotz Klimaerwärmung war es doch für das Baden hier eine eher bescheidene Saison gewesen. Ich habe die Temperaturen zwar dank meiner Solarheizung problemlos auf die 30 Grad gebracht, die wir ja haben möchten. Allerdings war das Wetter außen herum nicht wirklich sommerlich gewesen dieses Jahr 2019, um eine unbeschwerte Badesaison zu haben. Ich möchte den Pool in ungefähr 3 bis 4 Wochen endgültig einmotten und beginne dabei schon heute das Ganze vorzubereiten. Ich muss nämlich in meinen Dosierern, in den Zuläufen das Chlor, was da noch drin ist, die Tabletten und dergleichen Stück für Stück abbauen, damit ich das Wasser anschließend problemlos entsorgen kann. Hierfür werde ich heute bereits damit beginnen, die Dosierer volle Kanne aufzudrehen, also den kompletten Durchfluss zu öffnen, um wirklich alles durchzuspülen, dass ich im Endeffekt dann wirklich relativ klares, sauberes Wasser habe, dass das Chlor und die Zusatzprodukte aus den Tabletten sich Stück für Stück abbauen. Gleichzeitig werde ich natürlich auch den Roboter heute nochmal reinsetzen, um Stück für Stück den Pool sauber zu halten, weil wenn dann irgendwann weniger Tabletten drin sind, habe ich das Problem, dass der Pool dann auch relativ schnell wieder kippen könnte. Gott sei Dank hatte ich das noch nicht erlebt. Und ja, beginne ich zunächst damit, erstmal die Plane abzumachen. Das Wasser ist noch schön sauber und klar. Vereinzelt seht ihr jetzt hier Blätter von umliegenden Bäumen. Beziehungsweise da unten dieses viereckige ist ein Trittbrett von meiner Poolleiter. Nach nunmehr 3-4 Jahren lösen sich diese Plastikabdeckung regelmäßig ab. Die können einfach wieder reingeklipst werden, aber die Stabilität dieser Nasen unten drunter ist einfach nicht mehr gewährleistet. Und ja, insbesondere wenn dann die Kinder hier spielen und die Freunde alle noch mitkommen, dann macht es natürlich einen Heidenspaß, diese Teile absichtlich abzumachen. Aber ich denke, damit kann man leben. Die Dinger können einfach wieder drauf geklipst werden. Das ist jetzt kein großes Thema. Von der Temperatur her, ich hoffe, man kann das jetzt hier drauf erkennen. Da sieht man es ungefähr knapp über 20 Grad. 22 Grad ungefähr. Die Wassertemperatur. Gibt sicherlich einige, die würden da problemlos noch reinspringen. Wir haben das erste Septemberwochenende 2019. Letztes Jahr um die Zeit hatte ich hier durchaus noch meine 30 Grad im Pool. Es hat in den letzten Tagen doch recht kräftig geregnet. Das seht ihr auch am Wasserstand, der ist deutlich zu hoch. Ich habe zwar den Überlauf freigeschalten bzw. aufgebohrt. Hier hinten dran, da ist ein kleines Loch, was über diesen schwarzen Schlauch abfließt. Aber von der Menge her ist das natürlich absolut überschaubar. Wenn ich jetzt hier knapp 30 Kubikmeter Wasser habe und dann hier ein kleines Loch, was nicht größer ist als der kleine Fingernagel. Die Wasserqualität ist dieses Jahr erstaunlich gut. Das heißt, was ihr hier seht, ich habe jetzt vorneweg nichts gereinigt, ist ungefähr das Laub, was ich jetzt in den letzten 2 Wochen angesammelt habe. Letztes Wochenende habe ich hier keine Reinigung durchgeführt. Das sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Hier hatte ich auch Phasen, dass durch Staub und Dreckpartikel, Blüten und auch Algenbewuchs teilweise dieser Filter, den ich jetzt hier zusätzlich noch rein habe, das ist ein Strumpf, so ein Filterstrumpf, der hier noch zusätzlich auf dem Filter drauf liegt, dass der komplett zugesetzt war. Ich werde jetzt die Pumpe erstmal wieder unter Strom bringen und das überflüssige Wasser dazu nutzen, meinen Filter etwas rückzuspülen, und anschließend kommt der Roboter ans Wasser und sorgt für Reinigung. Ein kleiner Blick in mein Poolhäuschen. Ihr seht jetzt hier, Außentemperatur auf meinem Dach liegt aktuell bei 21 Grad. Die Wassertemperatur jetzt gemessen hier am Rohr 23 Grad. Das Wasser läuft jetzt auch schon eine ganze Weile, das heißt, das ist dann das Wasser, was aus dem Pool wirklich herauskommt.
Und ich werde jetzt erstmal eins tun, die Pumpe ausschalten. Ja, die wird bei mir zentral über eine Zeitschaltuhr direkt im Sicherungskasten, im Verteilerkasten gesteuert. Die Pumpe nehme ich jetzt aber erstmal hier außer Betrieb, stelle das Ganze jetzt um auf den Bereich Spülen. Anschließend wird das Ganze wieder eingeschalten und ich habe jetzt hier ein Sichtglas, an dem man dann sehr schön erkennen kann, wie die Reinigung des Wassers vonstatten geht. Ich habe zu Beginn dieser Saison mein Filtermaterial, mein Filtermedium auf Glas gereinigt sage ich schon, gewechselt. Das heißt, ein entsprechendes Video findet ihr in der Playlist zum Pool. Ich muss sagen, der Unterschied zum Sand ist doch bemerkbar. Wenn ich jetzt alle 2 bis 3 Wochen hier eine Rückspülung gemacht habe oder generell gespült habe, hat man beim Sand dann schon größere Fetzen an Algen oder schwarzen Materialien, die dann hier lang geschwommen sind, gesehen. Jetzt mit dem Glasfilter ist es so, da kommt relativ wenig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich grundsätzlich weniger Dreck im Pool habe, was ich ja am Vorfilter im Skimmer schon gemerkt habe. Einige User haben mir auch den Hinweis gegeben, doch mal diese Pads zu probieren, dass man da gar nicht mehr zurückspülen müsste, auch der Druck in der Anlage kein Problem mehr wäre, dass man zum Ende der Saison das Ganze in die Waschmaschine wirft und fertig. Das ist vielleicht ein Thema, wenn dann das Filterglas hier durch ist, aber die nächsten 3-4 Jahre möchte ich einfach diesen Einsatz noch weiter nutzen. Ist ja erst eine Saison in Betrieb. Das Ganze lasse ich jetzt eine Weile laufen. Nutze das Wasser, was jetzt im Pool sowieso zu viel ist, um einfach den Filter schon mal zurückzuspülen. Und gleichzeitig werde ich an meiner Anlage auch den Chlordosierer, ich habe das hier manuell, da ist noch genug Platz, um das irgendwann mal dann automatisch auch machen zu lassen. Den werde ich jetzt komplett aufdrehen. Das heißt, der Rest, da hatte ich vorhin schon mal reingeschaut, ungefähr 2 Tabletten sind noch drin von den großen, dass die sich jetzt nach und nach auflösen und ich den Pool dann in ungefähr einem Monat komplett winterfest machen kann. Das Reinigen des Filters durch das Spülen habe ich jetzt beendet. Ungefähr 3-4 cm Wasserstand ist dabei jetzt verloren gegangen. Ich habe das Ganze auch noch mal eine knappe halbe Minute nachgespült und nun seht ihr, der Pool läuft wieder ganz normal im Filterbetrieb. Aktuell scheint die Sonne, das heißt, es kann durchaus sein, dass danach der Bypass mit öffnet und dann über meine Solarmatten, die auf diesen 3 Holzregalen liegen, zusätzlich noch etwas Wärme wieder in den Pool kommt. Ich werde jetzt den Robby wieder ins Wasser setzen, den insgesamt 2-mal fahren lassen. Einmal für das grobe Laub, da habe ich heute keine Lust, das mit dem Kescher mir rauszusammeln. Und ein zweites Mal dann für die Feinreinigung. Anschließend kommt die Matte wieder drauf, die Solarplane, und dann wird der Pool übers Wochenende einfach nur mit dem Robby gereinigt und in knapp 4-5 Wochen, je nachdem wie das Wetter mitspielt, wird der Pool dann endgültig eingemottet. Wir haben es jetzt Mitte September, seit der letzten Reinigungsaktion, also der größeren Aktion, sind nun 2 Wochen vergangen und eigentlich hatte ich vorgehabt, das Ganze jetzt 4 Wochen durchzuziehen, aber das Wetter spielt da überhaupt nicht mit. Wir gehen mittlerweile knapp an die Minusgrade in den Nächten, wohlgemerkt Mitte September. Deswegen werde ich dann heute schon beginnen, den Pool endgültig einzumotten. Was ich zunächst erneut machen werde, ist den Roboter ein letztes Mal durch das Wasser laufen lassen. Ihr seht, die Bäume werfen ihr Laub schon ab. Das landet trotz der Plane dann an einigen Stellen immer wieder im Wasser. Das heißt, die nächsten 90 Minuten wird hier nochmal ganz sauber gemacht im Pool durch den Roboter mit dem Kescher und so weiter und so fort. Und anschließend kann ich dann das Wasser ablassen.
Während der Roboter nun den Pool abfährt und ein letztes Mal vor dem Winter die Reinigung des Beckenbodens vornimmt, habe ich jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Wasserwerte ausgelesen. Der pH-Wert liegt 7,1. Den werde ich auch so lassen, da werde ich jetzt nichts mehr dran rumdoktern. Der Chlorgehalt ist relativ weit runter, da bin ich mittlerweile auch nur noch bei 1. Den lasse ich bewusst auch so niedrig. Hatte da die letzten Jahre nie Probleme gehabt. Und ja, dieser Alkaloidwert, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich zig Sachen schon ausprobiert. Egal ob Teststreifen oder mit dem Aquacheck, da habe ich nie einen anderen Wert, also 0 hinbekommen. Ist halt so, da werde ich jetzt auch nichts dran ändern. Gleichzeitig habe ich bereits die Vorbereitung getroffen. Ihr seht jetzt hier die Sachen, die wir benötigen werden, also die ich benötige, um den Pool winterfest zu machen. In erster Linie habe ich hier schon meine Eisdruckpolster vorbelegt. Ich habe die beiden Stopfen für meine Einlaufdüsen. Ich habe das Wintermittel, das verwende ich, schon vorbereitet. Und die Plane, die Abdeckplane, die ich nutze, ist auch schon rausgeholt. Zum Wintermittel vielleicht kurzer Hinweis. Es gibt ja die verschiedensten Anbieter, die hier genutzt werden. Grundsätzlich darauf achten, was auf der Anleitung steht. Also es gibt auch Vorgaben, pH-Wert und dergleichen sollte halt laut dieser Anleitung irgendwo zwischen 7 und 7,4 liegen. Da bin ich jetzt gerade so noch im Rahmen drinne. Und bei diesem Mittel ist es so, dass ich 400 bis 600 Milliliter je 10 Kubik. Ich hole mir da immer diesen 3 Liter Eimer und bei meinen knapp 30 Kubik, die ich hier im Pool habe, entspricht das jedes Mal einem halben Kanister. Das heißt, mit einem so einem Kanister komme ich über 2 Jahre hin. Das Geld ist es mir wert. Ob das wirklich was bringt, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich das schon immer so gemacht habe. Tja, ansonsten habe ich jetzt bereits schon die Abdeckplane aufgerollt, habe die jetzt hier wirklich schräg gestellt, damit das Wasser, was jetzt gegebenenfalls noch an der Plane hing, abtropfen kann, damit die weitestgehend trocken ist. Diese Plane bleibt den Winter über draußen im Frostbereich. Ich werde die aber mit einer zusätzlichen Plane noch abdecken und absichern, damit die Sonne jetzt im Winter hier keine Schäden verursacht, UV-Schäden und dergleichen. Das fertige Bild dazu seht ihr nachher. Tja, was brauche ich noch? Jede Menge Stricke, kleine Haken, ein Schraubendreher, um dann die Lampe auszubauen bzw. dann Frost in den frostsicheren Bereich zu bringen. Und ansonsten jede Menge Geduld, weil der Roboter braucht jetzt noch gut eine halbe Stunde hier. Ich habe das Algenmittel, das Algenmittel sage ich schon, das Wintermittel über einen Eimer leicht verdünnt schon mit dem Poolwasser, habe das bereits eingegeben. Grundsätzlich laut Anleitung soll das knapp 3 Stunden hier zirkulieren. Das mache ich jetzt nicht, denn ich gebe das Ganze jetzt nur ins Poolwasser rein und der Roboter selber macht ja eine ganz kräftige Verwirbelung hier im Wasser, dass das ausreichen sollte und jetzt hier nicht das Wasser 3 Stunden zirkulieren müsste, um dann dieses Wintermittel hier zu verteilen. Und während der Pool nach wie vor gereinigt wird durch den Roboter, bin ich zwischenzeitlich jetzt einfach mal auf meine Holzdächer gestiegen und habe damit begonnen, die Solarmatten ebenfalls zu entwässern. Diese EPDM-Matten, die ihr hier seht, die Matten selber sind frostsicher. Da könnte sogar das Wasser im Winter drinnen stehen bleiben. Allerdings die Zulaufrohre, die müssen zwingend entwässert werden. Also wenn da der Frost reingeht, die würden dann aufspringen. Und ich habe jetzt erstmal eins gemacht. Meine Versorgungsrohre habe ich jetzt hier abgeklemmt. Lasse das ganze Wasser jetzt rauslaufen. Ja, das seht ihr jetzt hier. Ist mal komplett offen. Gleichzeitig die Schlaufen, die ich jetzt gelegt habe, muss ich jetzt nach und nach alle anheben, damit das Wasser Stück für Stück auch aus den Schläuchen rausgeht. Bin mir nicht sicher, ob die auch dauerhaft frostsicher sind. Die liegen jetzt mittlerweile das 4., 5. Jahr hier draußen. Immer noch dicht, nichts weiter passiert. Da bin ich ein bisschen erstaunt, dass das so lange hält. Aber dennoch muss man es ja nicht mit Gewalt drauf ankommen lassen. Die Löcher übrigens solltet ihr dann über den Winter in irgendeiner Form wieder verschließen. Jetzt nicht unbedingt wasserdicht verschließen, dass gegebenenfalls Kondenswasser oder ähnliches nach wie vor ablaufen kann. Was ich aber erlebt habe, ist, dass diese Löcher groß genug sind für Mäuse
kleine Vögel und ähnliches, und die nutzen das ganz gerne im Winter als heimliches Versteck. Und wenn ihr dann im Sommer wieder Wasser auf die Anlage gebt, vorneweg vielleicht schon die Schläuche dran habt, dann bekommt ihr echte Probleme, weil irgendwo da oben vielleicht eine kleine Maus sich versteckt hat und ja, elendig ersäuft hat drinne und gleichzeitig aber auch dann die Überreste der Maus direkt Stück für Stück in euer Poolwasser entsorgt werden. Nicht unbedingt gesund. So, die Rohre oben auf dem Dach, die Solarrohre, habe ich soweit alle geöffnet. Ja, ihr seht das auch hier, da plätschert noch der letzte Rest dann runter. Ich mache dann immer noch eins, die Zuläufe jetzt, also 3-mal Zulauf, 3-mal die Rückläufe. Die schraube ich jetzt hier einfach nur etwas locker, dass da ein bisschen Luft reinkommt, dass auch der Rest dann durchgesogen und wieder ablaufen lassen kann. Nachdem der Roboter nun den Pool gereinigt hat, der ist jetzt blitzeblank sauber, kann ich das Wasser ablassen. Ihr seht hier nochmal meine Anlage. Im Folgenden habe ich jetzt hier unten ja bereits den Zulauf für meine Solarmatten entwässert. Das heißt, auch hier habe ich bereits einen Schlauch angelegt. Der geht jetzt hier in eine kleine Sickergrube rein, beziehungsweise in meine Auffanggrube, wird dann rausgepumpt, landet dann im gleichen Kanal wie auch der Ablauf vom regulären Filter. Und die beiden habe ich jetzt zugemacht. Wichtig ist bei solchen Gelegenheiten immer darauf achten, dass die Verrohrung trotzdem noch intakt ist, wie es der Teufel will. Vorhin kam die Sonne raus und mein Computer, mein TDR, war der Meinung gewesen, Mensch, 31 Grad Außentemperatur, das Wasser liegt aktuell noch bei 20 Grad. Ich mache jetzt mal den Bypass wieder auf und dann hat es mir das ganze Wasser wieder nachgedrückt. Deswegen habe ich das Ganze abgestellt, und in dem Zusammenhang muss ich natürlich dafür sorgen, dass der Bypass hier auch bzw. der Durchlauf offen bleibt, damit hier nicht irgendwo die Technik sich selber ins Gehege kommt. Das sind so Sachen, schnell und dann irgendwann kracht es plötzlich, da sollte man wirklich aufpassen. Das Piepen ist übrigens dann die Warnmeldung von meinem Steuercomputer, weil ich jetzt diesen Bypass, die Steuerung komplett außer Betrieb genommen habe, per Handsteuerung. Und ich mache jetzt die Pumpe aus. Dann stelle ich das Ganze auf Spülen und ich werde jetzt eins tun, ich werde jetzt die Pumpe wieder einschalten und letztendlich das gesamte Poolwasser bis zum Skimmer-Einlauf, also soweit wie das die Pumpe ziehen kann, werde ich jetzt in den Kanal ablassen und gleichzeitig das Wasser aber nutzen, den Filter einmal komplett durchzuspülen. Also sonst mache ich das immer so knapp 2 Minuten. Verliere dann an der Wasserfläche oben vielleicht 2-3 cm. Diesmal sind es bestimmt 10-15 cm, die ich verlieren werde. Das heißt, jede Menge Wasser, was jetzt den Filter mit reinigt. Und sobald dann der Skimmer frei liegt, kann ich die Pumpe schon ausschalten und abmontieren. Das Wasser ist soweit abgepumpt. Ja, man sieht das ja schön an dieser hellen Linie, wo das Chlor über die Jahre hinweg die Folie ausgeblichen hat. Es läuft zwar jetzt hier noch ein bisschen nach, aber das muss ich dann unten so abholen. Wenn ich die Pumpe jetzt wieder einschalte, ist die sofort trocken. Und solche Schäden muss man ja nicht provozieren. Die beiden Einlaufdüsen, die stehen noch unter Wasser. Die sitzen auch tiefer als der Skimmer, ganz klar. Und diese beiden Einlaufdüsen sind unten in meinem Poolhaus aktuell mit einem Gartenschlauch verbunden. Und das Wasser läuft von dort erstmal direkt in meine kleine Grube rein, von wo aus die Pumpe das Ganze dann wieder in den Kanal weiterleiten kann. Das Ganze sieht dann hier wie folgt aus. Ihr seht jetzt hier die beiden Zuläufe, beziehungsweise die unteren beiden Rohre gehen an die Solaranlage, an die Solarmatten zur Heizung, und das obere Rohr ist der Ausgang zu den Einlaufdüsen. Dort oben steht das Wasser ja noch drunter. Ja, also dieses Befestigungsbrett hier oben dürfte in etwa der Wasserlinie entsprechen. Das heißt, die Rohre sind tiefer, das Wasser läuft über diesen Bereich zurück. Der Chlordosierer ist jetzt ungefähr schon seit einer guten Woche komplett leer, den habe ich auch nicht weiter aufgefüllt. Das Wasser läuft dann hier über das erste T-Stück, da seht ihr aber das Absperrventil. Das ist der Rücklauf von meinen Solarmatten, der ist geschlossen, läuft dann über den Stellmotor. Und zu dem zweiten Zulauf, der ist geöffnet, das heißt, das Wasser würde dann in einer Linie hier durchlaufen, läuft dann dort runter. Und da, wo ich dieses T-Stück mit diesem
Hahnaufsatz eingebaut habe, ist auch ein leichtes Gefälle vorhanden. Das heißt, dort wird das Wasser gesammelt, läuft dann über meinen Schlauch einfach in meine Grube hier rein und je nachdem, wie schnell das Wasser ansteigt, holt die Pumpe das automatisch raus und gibt das Ganze ins gleiche Rohr rein, wo auch der Abfluss hinfließt. Die Pumpe selber, die steht jetzt noch teilweise unter Wasser, das heißt, bis hierher hat er vorhin abgesaugt. Wenn ich jetzt entlüfte, wird das Wasser, was jetzt oben im Skimmer noch steht, Stück für Stück wieder nachlaufen. Würde aber auch heißen, dass dann automatisch hier alles überläuft. Auch der Filter ist noch voll, hat aber ein Ablaufventil. Das heißt, den werde ich jetzt anschließen und zwar hochprofessionell einfach mit einem Poolschlauch von unserem alten aufblasbaren Pool. Auch dieses Wasser wird dann einfach in die Grube eingeleitet. Das Ganze seht ihr jetzt hier. Ja, das ist so von diesem aufblasbaren Pool, diese Zuschläuche zu diesem Kartuschenfilter. Den habe ich jetzt hier einfach angeklemmt an diesen Auslauf und ein Großteil des Wassers läuft jetzt einfach hier lang. Also ja, die Pumpe ist auch gerade angesprungen, wie ihr gehört habt. Pumpt das Wasser jetzt dort wieder raus in den Kanal. Und grundsätzlich ist hier ein Gewinde vorhanden. Das heißt, man könnte hier sogar, wenn es einem so wichtig ist, einen Zapfhahn setzen. Man könnte ein T-Stück setzen oder was auch immer, um dann automatisch hier Rohre anzuschließen. Aber mit der Lösung, die ich hier fabriziere, bin ich über die letzten Jahre sehr, sehr gut gefahren. Dieses Rohr bleibt auch den gesamten Winter über angeschlossen. Das heißt, es liegt dann einfach da hier rein. Sollte sich im Laufe der Zeit das Filterglas weiter abtrocknen, das Wasser Stück für Stück nach unten laufen, dann hat dieser Schlauch immer die Funktion, das Wasser eben in diesen Schacht zu leiten. Und ja, um hier ein Einfrieren zu verhindern, wobei der Frostbereich jetzt hier nicht unbedingt greift. Also ich bin hier in der Erdetronne, verschließe auch den Zugang im Winter. Da hatte ich bisher auch noch keine Probleme. Im nächsten Schritt werde ich dann natürlich auch einen weiteren dieser Schläuche an die Pumpe anschließen. Auch die Pumpe hat ja hier unten ein Entwässerungsventil. Wenn ich das jetzt ausschraube, kommt dann das Wasser, was praktisch in der Pumpe selber, das Wasser, was jetzt hier über den Zulauf dort hinten vom Skimmer kommt, würde dann auch über diesen Bereich herausfließen. Das Ganze schaut jetzt so aus. Na, auch die beiden Schläuche, die jetzt hier reingehen, das Wasser abpumpen. Den Zulauf über den Skimmer habe ich geöffnet. Das heißt im Moment, das Restwasser vom Skimmer läuft in die Pumpe. Das Wasser, was jetzt von hier oben runterwärts steht, läuft ebenfalls zurück in die Pumpe, wird über diesen Schlauch in den Kanal geleitet. Diesen Schlauch. Und diese Konstruktion an sich lasse ich laufen, also wirklich eine halbe Stunde, bis hier nichts mehr kommt, damit auch jedes Restwasser aus der Anlage heraus ist. Das Wasser läuft nach wie vor ab. Wie ihr hinten an den Einlaufdüsen erkennen könnt, sind die schon zur Hälfte vom Wasser befreit. Der Rest wird noch ein Stückchen dauern, weil hier nun keine Pumpe oder irgendwas mehr nachwirft, sondern einfach nur die Schwerkraft das Wasser in das Poolhäuschen runterdrückt. Man könnte ergänzend hierzu noch eine Tauchpumpe oder ähnliches mit reinhängen. Das habe ich früher durchaus mitgemacht, aber der Zeitgewinn von vielleicht einer halben Stunde, den man dadurch hat, muss man selber wissen, ob der Arbeitsaufwand das Ganze rechtfertigt. Ja. Ich möchte euch einfach dann mal einen Blick hier reinwerfen lassen in meinen Skimmer. Wie ihr seht, der ist mittlerweile komplett trocken. Etwas Dreck ist drunter, das werde ich dann nachher noch ausspülen. Und auch hier bin ich erstaunt. In diesem Jahr, es ist zwar jede Menge von diesen Pollen, ich weiß nicht, ob das Tomaten sind oder was das ist, von diesen Kernen hier. Das ist dieser Siebfilter, dieser Strumpf, den ich zusätzlich immer noch mit überspanne. Dann noch die Reste vom Flockungsmittel und das ist das, was letztendlich wirklich im Filterkorb hängen bleibt. Das ist nicht viel, das kann man einfach ausspülen. Das Ganze bleibt den Winter über auch im Haus, also das lasse ich jetzt so, wie es hier ist. Und gleichzeitig setze ich dann unten an den Abfluss, der ja bisher direkt an die Poolpumpe ging, dieses geöffnete Loch, setze ich einen Schlauch. Das ist dieser blaue Schlauch, den ihr da unten seht, der wird unten einfach ausgetauscht gegen den normalen Abfluss. Und dieser blaue Schlauch fließt ebenfalls einfach
in meinen Abwasserschacht zum Kanal hin. Das heißt, wenn dann über den Winter hin das Wasser hier drinnen doch steigen sollte durch den Druck, durch viel Regen oder Schnee oder irgendwas und Wasser sollte in den Skimmer laufen, dann würde dieses direkt weitergeleitet werden in den Kanal, so dass in den Rohren kein Wasser stehen kann. Und während das Wasser nach wie vor abläuft, die Skimmerabdeckung ist schon wieder drauf, wie ihr sehen könnt, werde ich jetzt im nächsten Schritt die Lampe demontieren. Aus der Entfernung ist es vielleicht ganz gut zu erkennen. Links und rechts, jeweils auf 3 Uhr und auf 9 Uhr dieser Lampe, befindet sich eine Schraube. Diese beiden Schrauben werde ich jetzt lösen, dass der Scheinwerfer sich aus seiner Halterung, aus seiner Box lösen lässt, also dass man den einfach herausholen kann. Da hinten dran ist gut und gerne 1,5 Meter an Zuschlauch, also Stromkabel aufgewickelt. Den Scheinwerfer werde ich jetzt erstmal aus dem Wasser rausholen und der ist fest verbaut. Das heißt, den werde ich jetzt nicht abmontieren, sondern werde den entsprechend einpacken, besperren, weil der hat einen ganz schönen Auftrieb und anschließend so weit wie es geht hier in die Mitte des Pools bringen. Das Ziel ist es, dass dieser Scheinwerfer im Winter im Wasser bleibt, aber in den Bereichen, die faktisch frostfrei sind. Sollte da der Frost reinkommen in diesen Scheinwerfer oder in dieses Gehäuse, während der Scheinwerfer eingebaut ist, dann kann es passieren, dass der Frost dieses ABS, dieses Kunststoffgehäuse einfach aufsprengt. Und ja, sobald das Eis dann verschwindet, läuft mir der ganze Pool leer. Und deswegen möchte ich diesen Scheinwerfer gerne dorthin bringen, wo er sicher und geschützt den Winter überstehen kann. So, der Scheinwerfer ist draußen, wie ihr sehen könnt. Was ihr auch sehen könnt, ist, dass das Gehäuse vom Scheinwerfer leichte Roststellen aufweist. Das Ganze wurde damals ja separat eingebohrt, dieses Loch, ausgiebig auch mit Zinkspray behandelt. Offensichtlich nicht gut genug. Ich habe jetzt keinen Wasseraustritt oder irgendwas. Bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich von der Stahlwand kommt oder irgendwas anderes. Die Schrauben vielleicht von der Lampe irgendwo abfärben. Aber das ist so ein Punkt, das ist im Nachhinein jetzt nicht mehr zu ändern. Das wäre dann die Baustelle, wenn dann doch mal die Poolfolie fällig wäre und rauskommt, dass ich in diesem Zusammenhang die Löcher kontrolliere, ob die wirklich alle noch dicht sind oder ob der Rost auch andersweitig zugeschlagen hat. Der Pool ist mittlerweile, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in der 4. oder 5. Saison, in der er steht, in der er unter Wasser ist. Und ich denke, nach 4 bzw. 5 Jahren sieht das noch ganz gut aus mit diesem Rost da unten. Eine Lebenserwartung habe ich jetzt von einigen Nutzern aus diversen Foren zwischen 10 und 30 Jahren, was so ein Stahlwandbecken hier halten könnte, bekommen. Manch einer war nach 2 Jahren schon wieder durchgefault. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass bis auf diese Stelle dort am Scheinwerfer keinerlei Rost zu sehen ist, zumindest nicht äußerlich. An der Stelle ein kurzer Einblick, wie ich das mit der Lampe vorhabe, beziehungsweise die letzten Jahre schon gehandhabt habe. Die Lampe selber hat ja hier so kleine Öffnungen für das Wasser zum Zirkulieren, nehme ich an. In die Öffnung mache ich ganz leicht und lose einfach einen kräftigen Strick. Den fädel ich dann in 2 von diesen Klinkerziegeln ein. Die haben ja diese Löcher an der Seite. Anschließend kommt das andere Ende vom Strick dann hier drüben dran auf den anderen. Dann packe ich die Lampe einfach in eine blaue Folie, also in so eine Mülltüte hier, so weit dicht und versuche die Luft auch weitestgehend rauszupressen. Und die beiden Steine würden dann praktisch außerhalb dieser Tüte sein und kommen dann nochmal in eine zusätzliche Tüte rein. Warum mache ich das so? Wie gesagt, wenn ich die Lampe jetzt hier mit nur einem Stein beschweren würde, dann wäre es so, die Tragkraft dieser Lampe reicht aus, um diesen Stein anzuheben und würde irgendwo, je nachdem wie lange ich diesen Strick lasse, sogar bis an die Oberfläche hin schwimmen. Also brauche ich wenigstens 2 dieser Steine, die die Lampe stabil am Boden halten. Dann ist es aber auch so, ich möchte hier nicht zu viel Strick geben, dass die Lampe dann eben durch den Auftrieb irgendwo in der Mitte
der Wasserhöhe schwimmt. Das soll schon relativ bodennah bleiben, das Ganze. Dann ist es aber auch so, ich möchte ungern diese Steine direkt auf den Poolboden, auf die Folie fallen lassen. Deswegen einfach ein paar Mal mit dieser Folie ummantelt, umwickelt, um da einen gewissen Schutz zu bekommen. Also die Steine sind zwar hier abgeflacht, haben jetzt keine scharfen Kanten, aber man weiß ja nie. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch verhindern, dass die Steine direkt mit der Lampe in Kontakt kommen, speziell mit der Vorderseite, mit diesem Glaskörper hier, mit diesem Plastik. Das wird da einfach unschöne Kratzer geben. Ich packe das Ganze mal ein und zeige euch dann anschließend das Ergebnis. So schaut das Ganze jetzt fertig aus. Ich habe hier einmal auf diesem Bereich die Lampe, die steckt nochmal in einer eigenen Tüte, relativ straff gebunden, dass da nicht zu viel Luft in der Tüte drin ist. Und dann hier drüben seht ihr die Abdrücke, da ist jeweils die Steine drin. Das Ganze lasse ich jetzt langsam und behutsam ins Wasser und versuche das so weit wie möglich hier in die Mitte hineinzubekommen. Ja, und da seht ihr dann den Vorführeffekt jetzt hier. Wenn dann einfach noch zu viel Luft in der Tüte drin ist. Der Auftrieb ist so gigantisch von dieser Lampe und dann zusätzlich noch von der Luft in der Tüte. Also entweder ein kleines Loch reinmachen oder einfach warten im Laufe der Zeit. Die Tüten sind nicht wasserdicht. Sinkt das Ganze von ganz alleine ab. Nach wie vor ist das Wasser nicht weit genug abgelaufen. Ungefähr ein Viertel fehlt noch, damit die Düsen frei sind. Ich werde die Zeit aber nutzen und mich den Eisdruckpolstern widmen. Das sind diese schwarzen Teile hier, die von der Funktion her hier unten eine Besperrung haben, also mit Sand oder ähnlichem gefüllt sind. Hier oben ist Luft drin und das heißt, wenn man die ins Wasser geht, stehen die dann so aufrecht im Wasser und haben auch eine gewisse Flexibilität. Bedeutet, wenn die dann im Wasser in einer Kette von links nach rechts, ja, idealerweise oder empfehlenswert ist es dann eine zweite Kette dann nochmal über Kreuz zu legen, hatte ich aber bisher noch nicht gebraucht. Diese Eisdruckpolster sorgen dafür, dass wenn sich auf dem Poolwasser eine Eisschicht bildet im Winter, dass diese Eisschicht eben kaputt gemacht wird, beziehungsweise auch sich nicht gegen die Wände drückt und den Pool dahingehend vielleicht sogar die Folie zerstört, sondern durch diese Flexibilität von diesen Druckpolstern kann das Eis praktisch anders arbeiten. Fragt mich jetzt nicht, wie man das jetzt rüberbekommt, dass das wirklich gut verständlich kommt. Es funktioniert einfach, aber einfach nur vom Verständnis her, wie gefährlich ist das, wenn ihr im Winter das Wasser im Pool lasst, was ja durchaus ratsam ist, damit euch die Wände oder die Erde nicht entgegenkommt. Wenn diese Wände hier nicht akkurat senkrecht gebaut worden sind, dann kann es sein, dass ihr im Winter ein akutes Problem bekommt, wenn dann der Frost kommt und die Oberfläche gefriert. Ist die Poolwand nach außen gehend schräg, dann ist es so, das Eis drückt von unten, ihr müsst euch das wie eine Art Trichter vorstellen, nach oben wäre aber genug Luft, dass sich das nach oben aufbaut und wenn dann der Frost nachlässt, wird es nach unten einfach wieder nachsacken. Wenn die Poolwand aber jetzt nach innen, also von unten nach oben praktisch auf der Weise jetzt nach rechts eingebaut wäre, also nicht 100% senkrecht, dann würde eins passieren, das Wasser gefriert. Der Auftrieb vom Eis versucht das Wasser nach oben zu drücken, aber nach oben hin wird der Deckel vom Pool, möchte ich es mal so nennen, die Oberfläche einfach immer schmaler und somit würde das Eis immer weiter an eurem Poolrand lang schürfen, lang kratzen, versuchen sich einen Weg nach oben zu bahnen und Wasser und Eis haben eine unwahrscheinliche Kraft. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was die bewegen können, selbst in so einem kleinen Pool hier. Und spätestens, oder andersrum gesagt, nicht die Stahlwand an sich, die wird vielleicht gar nicht kaputt gehen. Aber ihr habt eine Folie drunter hängen und diese Folie kann doch massiven Schaden nehmen, wenn das Eis da dran hoch und runter schwabbert. Und eben diese Eisdruckpolster verhindern eben dieses Schaben des Eises an den Wänden, indem dieser Druck praktisch über diese Polster absorbiert wird. Ich werde die Polster jetzt weile schon einbringen, solange wie das Wasser hier noch weiter abläuft und zeige euch dann einfach mal das fertige Bild. So, meine 6 Eisdruckpolster sind eingebracht.
Ja, das ist auch gar nicht jetzt groß kompliziert. Ich habe nach wie vor keine Möglichkeit oder die Möglichkeit noch nicht geschaffen, hier irgendwelche Häkchen oder Befestigungsstäbe, Ösen und so weiter festzubringen. Aber könnte man problemlos jetzt hier in den Beton Loch bohren, Öse rein und dann daran festbinden. Da ich perspektivisch sowieso hier mal ein Häuschen drüber setzen möchte, ein Glasdach oder ein Gewächshaus, mal gucken, was sich da anbietet, habe ich hier noch nichts weiter gebohrt oder rumgemacht. Deswegen einfach nur ein schwerer Stein. Daran dann mit einer Schnur die ersten 3 Druckpolster, die ja spezielle Haken haben, miteinander verbunden sind. Eine kurze Schnur, die anderen 3 und dann der Rest der Leine. Das Ganze werde ich dann anschließend noch etwas vermitteln, sobald die Plane eingebracht ist. Idealerweise sollte das Ganze irgendwo in der Mitte schwimmen und normalerweise auch eine durchgehende Kette bilden. Das wäre hier bei der Länge dann bestimmt das Doppelte, was ich brauche. Also ob ihr das nutzt oder nicht, müsst ihr selber wissen. In der allerersten Saison hatte ich diese Eisdruckpolster noch nicht gehabt, hatte auch keine Schäden gehabt, habe aber die Empfehlung bekommen, die einzusetzen. Da habe ich gesagt, gut, okay, machst es. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ich denke schon. Der letzte Schritt im Poolhaus ist dann der Abbau, die Demontage der Pumpe. Das heißt, die Pumpe lagere ich im Winter über im Haus ein, im Keller, da ist sie frostsicher. Und auch das Mehrwegeventil wird abgebaut und ebenfalls im Keller eingelagert. Die Pumpe selber ist relativ einfach auszubauen. Da ist einmal hier vorne das Überwurfgewinde, das wird gelockert. Und dann ein zweites, hier oben die Steigleitung. Ja, und dann ist die Pumpe an sich schon befreit. Stecker noch ziehen, Stromstecker. Und aus der Verankerung unten mit 2 Schrauben habe ich die festgemacht, lösen und abbauen. Und bei dem Mehrwegeventil mache ich eins, die Leitung diese hier, das ist die Zuleitung zum Pool zurück. Die wird lose geschraubt, abgeschraubt. Die Steigleitung, die ja von der Pumpe kommt, das ist die hintere hier, die wird ebenfalls abgeschraubt. Die wird dann eingelagert, ebenfalls im Keller. Und auch hier drüben diese Leitung wird abgebaut. Das Mehrwegventil ist über einen Kranz hier befestigt. Kann man auch problemlos dann nachher die Schraube lösen, den Kranz öffnen und das Ventil abbauen. Ihr seht jetzt hier nebeneinander die 3 Sachen, die ich ausgebaut habe und im Winter im Haus dann einlagern werde. Das ist zum einen die Pumpe, die ist jetzt leer, die werde ich danach nochmal sauber machen. Ich habe dieses Steigrohr, was praktisch von der Pumpe hier in den Anschluss vom Mehrwegventil geht. Das Ventil selber habe ich jetzt auch ausgebaut. Ja, das ist dann dieser Kranz, der dann unten festgemacht wird und auf Wintermodus eingestellt. Auch das werde ich nachher noch reinigen und dann ebenfalls einlagern. Im Poolhaus selber gehen wir mal jetzt rein. Seht ihr jetzt hier, der Bereich ist jetzt schon leer. Der bleibt auch offen. Ein bisschen Wasser wird hier noch nachtröpfeln, was in der Leitung war. Und draußen habe ich ja bereits umgeklemmt. Dann seht ihr hier dieses Abzweigrohr, was über den Winter hinweg dann den Sandfilter bzw. Glasfilter ist es ja jetzt nach und nach entleeren soll. Und wenn wir jetzt hier mal einen Blick hineinwerfen, die letzten Jahre war das dann eher gelb, jetzt ist das Ganze eher weiß mit diesem Glas. Ich habe ja schon einige Hinweise und Tipps bekommen. Ich möchte doch unbedingt diese Filterballs mal ausprobieren. Das kleine Filterkissen aus Baumwolle oder Schaumstoff oder was genau das ist. Ich habe mich schon mal ein bisschen mit belesen und auch mit einem User sehr angeregt darüber unterhalten. Aber muss halt auch sagen, dieses Filterglas habe ich jetzt die erste Saison. Und ich fände es ein bisschen schade, das jetzt gleich nach der ersten Saison wieder auszutauschen, weil es wirklich tippitoppi funktioniert. Kann ich jedem ans Herz legen. Also das Wasser war diesmal sauberer als die Jahre zuvor mit dem Sand. Um das Ganze jetzt hier noch zu schützen, mache ich wieder eins. Ich nehme wieder meine Tüte, seit vielen Jahren schon. Die wird dann einmal hier drüber gestülpt, dass mir in den Filter hier kein Dreck reinkommt. Und dann bin ich hier unten soweit schon fertig. Ihr seht die beiden Rohre jetzt hier, diese beiden Schläuche, die an den jeweiligen tiefen Punkten vom Rücklauf der Solaranlage hängen, die bleiben auch über den Winter hinweg angeschlossen in dieser kleinen Mulde.
Coole, wo dann die Pumpe das Ganze rausholen würde. Die Ventile hier bleiben offen, das Ventil bleibt offen, auch hinten das Ventil bleibt offen. Letztendlich bleiben alle Ventile offen, um sich ansammelndes Wasser doch irgendwohin abzuleiten, hier auf die tiefsten Punkte, damit, falls doch mal wieder ein extremerer Winter kommt und sich irgendwo Wasser angesammelt hat, was ich nicht rausbekommen habe, also stehendes Wasser oder einfach Kondenswasser, was sich dann irgendwo vielleicht auch gesammelt hat, damit mir das nicht die Rohre zusprengt. Hat die letzten Jahre super funktioniert, hatte ich keine Probleme gehabt, kann ich daher nur wärmsten empfehlen. Langsam aber sicher komme ich zum Finale. Ihr seht, nach wie vor ist das Wasser nicht weit genug abgelassen. Ich möchte es ja unter die Düsen haben. Aber die Folie bzw. meine Plane, die ich aufbringe, die habe ich mir schon hergelegt. Das ist eine Spezialfolie. In dem Sinne, unten drunter ist das Ganze schwarz, an der Oberfläche grün, verstärkt mit einem Draht und einem Spanner, der das Ganze dann mit fest bekommt. Das Ganze, ihr seht es an den Stricken, ist schon ein paar Jahre im Einsatz, funktioniert wunderbar. Die Folie oder diese Plane selber ist oval geschnitten. Mein Pool selber ist ja 630 x 360 und die Plane hat die Größe, dass auf jeder Seite praktisch 40 cm mehr sind, um die in das Wasser eintauchen zu können und oben noch befestigen zu können. Das heißt, die liegt dann flächig auf dem Wasser auf. Ich habe das früher mal probiert, mit diesen Luftkissen eine Erhöhung zu bekommen, dass Regenwasser und dergleichen einfach abläuft. Muss aber sagen, hat nie so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gab immer irgendwo Täler in den Planen, wo das Wasser sich dann doch gesammelt hat. Deswegen bin ich da zu einer ganz anderen Lösung gekommen. Die seht ihr nachher gleich. Das Einzige, was ich denke, was wirklich funktioniert, neben einem richtigen Dach, was man hier drüber setzt, wäre dann diese komplett aufblasbare Folie zum drübergeben. Also diese riesengroßen Kissen, die die Größe des Pools haben, aufgeblasen werden und dann eben wie ein Riesenballon als Schutz über den Winter auf dem Poolwasser liegen. Aber angesichts von 500 bis 1000 Euro, was so ein Ding kostet, muss ich sagen, das ist es mir dann auch nicht wert. In meinem Fall bin ich mit meiner Plane hier sehr zufrieden, das funktioniert. Das Wasser wird sauber gehalten, das Wasser wird geschützt. Ab und zu, ja, ein Platt oder auch mal ein Regenwurm, selbst eine Maus, die sind da schon durchgekrabbelt und dann jämmerlich über den Winter im Pool ersoffen. Das muss man hinnehmen. Das Wasser wird ja dann gesäubert und gereinigt, dass das wieder funktioniert, also dass da keine Keime und ähnliches drin sind. Die Blätter werden ferngehalten. Ich habe einen Bekannten, der hat einen runden Pool und wie es der Zufall möchte, das Trampolin der Kinder hat genau die Größe des Pools. Das heißt, er stellt dann das Trampolingestell im Herbst einfach in den Pool rein. Das überdeckt den Rand ein wenig. Obendrauf dieses Sieb, das den Schmutz, Blätter, Dreck fernhält. Das Wasser kann aber einfach durchtropfen. Also auch solche Ideen sind möglich. Macht euch Gedanken, was da am sinnvollsten ist. Die Plane an sich hier, die schlägt mit knapp 100 Euro zu Buche, also das ist noch überschaubar. Das Spannende an der Geschichte ist einfach, wie befestigt man eine solche Plane. Ich habe zwar die Ösen und auch diesen umlaufenden grünen Draht. Das heißt, grundsätzlich ist das System ja so gedacht, dass der Pool ja ein bisschen aus der Erde herausschaut. Man dieses Kabel hier praktisch um die Poolkante herum umkrempelt und dann über den Spannergurt festzieht. Das heißt, das ist dann einfach praktisch hier unten drunter eingehakt. In meinem Fall ist es aber so, dass ich diese BPC Dielen praktisch bis an die Kante ran habe. An einigen Stellen liegen sie direkt drunter, an anderen Stellen wäre etwas Luft. Das mit diesem grünen Draht funktioniert bei mir also nicht. Deswegen habe ich drüben, das seht ihr schon, Steine aufgebaut. Da hake ich das Ganze dann ein. An meiner Terrasse, zumindest so weit wie ich bisher gebaut habe, hake ich dann diese Plane mit den Stricken, die ihr dort schon seht, ein. Da kommt einfach dann ein kleiner Haken, wird dann einfach in meine Gabione hinten eingespannt. Und auch der Bereich hier, da reichen die Stricke praktisch bis hin zu diesen Mini-Gabionen und werden dann einfach dort eingehakt. Damit der Wind das Ganze nicht wegweht, kommen dann weitere Steine zur Befestigung drauf. Das seht ihr dann im Abschluss. Und dieses System fahre ich mittlerweile auch schon 4 Jahre. Also gleich ab der zweiten Saison habe ich mir diese Plane geholt.
und hatte bisher noch keine Probleme gehabt, dass hier zu viel Dreck drunter war, dass das Wasser mir vielleicht sogar gekippt wäre. Das ist mir noch nie passiert, auch über den Winter hinweg nicht, obwohl ich jetzt keine Zutaten groß ins Wasser gebe, außer eben dieses Überwinterungsmittel. Aber sonst nichts weiter. Und ja, ich werde jetzt, sobald die Düsen dort komplett aus dem Wasser raus sind, die Pfropfen einschrauben. Das sind dann diese hier. Die haben die gleiche Größe wie eben die Düsen, also mit dem Gewinde. Die werden eingeschraubt, haben hier einen Nullring dran, schließen das Ganze dicht ab. Das heißt, Wasser kann dort nicht zurücklaufen. Ich möchte es aber noch eine Weile ablaufen lassen, dass die Rohre, die dahinter kommen, die gehen dort praktisch, treffen sich in der Mitte, von links und rechts kommen, da wo dieser Stein liegt, gehen dann nach unten weg und laufen in den Pool rein. Und wenn ich das Ganze jetzt hier oben wasserdicht oder luftdicht abschließe, könnte dieses Wasser nicht mehr komplett durchlaufen. Also warte ich da jetzt einfach noch 10 Minuten, dass die Rohre auch auf dieser Seite komplett wasserfrei sind. Tja, so sieht es dann aus, wenn ich fertig bin. Ich habe die Plane jetzt reihum befestigt. Ihr seht jetzt hier diese Schnüre, die dann in den Gabion eingehakt sind. Ich habe zusätzlich noch diese Steine mit draufgelegt, immer auf die Folie, damit mir die Dielen nicht zerkratzen. Die Steine haben vom Prinzip her nur die Funktion, den Wind, der aus dieser Richtung kommt, das ist die Hauptwindrichtung von hier nach dort. Dieser Wind soll eben nicht unter die Plane fahren, deswegen liegen diese Steine da drauf, um das zu beschweren, das Ganze. Zusätzlich habe ich noch diesen Spanner eben wirklich fest bekommen oder festgeratscht, dass zumindest an dieser einen Stelle ich das Prinzip so nutzen kann, wie das ursprünglich wahrscheinlich auch geplant ist. Das heißt, ihr habt jetzt hier die Kante vom Pool und hier unten drunter hängt dann dieses Kabel, was hier drunter geht, und dann hält das in sich schon. Aber in meinem Fall bekomme ich das reihum nicht fest. Deswegen habe ich diese Lösung gefunden mit diesen Steinen, wo dann auch das Seil dahinter lang geht. Dann kann ich das schön festspannen. Und wie gesagt, nach 4 Jahren nicht einmal, dass mir die Plane selbst bei starken Winden oder ähnliches weggeflogen wäre. Was ihr noch seht, ist dieser Wasserschlauch. Ich habe hier einen 3/4 Zoll Schlauch nochmal mit reingelegt. Der endet hier vorne einfach tot. Ich habe den hier an dieser Stelle auch besperrt, nochmal mit einem zusätzlichen Stein. Geht dann hier rüber und hier vorne hängt er jetzt einfach lose erstmal runter und kann dann aber direkt in mein Kanalrohr angeschlossen werden. Was bezwecke ich damit? Ich möchte damit einfach über den Winter hinweg das stehende Wasser auf dieser Folie abpumpen. Ich habe im ersten Jahr, wo ich diese Folie benutzt habe, diese Plane, das Wasser stehen lassen. Habe hier nun auch viele Bäume umliegen, die ihr Laub abwerfen. Das Laub sammelt sich dann hier in diesem Bereich. Wenn es regnet oder schneit, dann kommt das Wasser hinzu und dieses Laub fängt dann an zu gammeln. Und wenn ihr dann im Frühjahr versucht, diese Plane abzunehmen, selbst wenn ihr die vorneweg abpumpt, das ist, es stinkt nach Verwesung, nach Dreck. Und das möchte ich einfach vermeiden, indem ich diese Plane so lange wie möglich trocken halte. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen und habe mir diesen Schlauch gelegt, habe den beschwert am unteren Ende. Das heißt, wenn es regnet, wird sich die Folie noch ein bisschen glatt ziehen. Ihr seht, hier sind noch einige Falten drunter. Das Wasser wird dann perspektivisch sich an dieser Stelle sammeln. Also das funktioniert dann wirklich. Es sinkt dann hier tiefer ein. Und dann kann ich auf die andere Seite gehen, den Schlauch einfach anzutschen und sobald das Wasser kommt, diesen Schlauch in das Kanalrohr stecken und dann wird das Wasser, soweit das hier drauf steht, einfach abgepumpt. Ist eine Sache, die mache ich von Hand, kann man sicherlich auch technisch automatisch lösen, hat aber dann seit 3 Jahren für mich den großen Vorteil, dass ich hier kein stehendes Wasser mehr oben drauf hatte. Das seht ihr sicherlich auch in dem anderen Video. Ich habe ja bereits im Frühjahr das Gegenstück gemacht, den Pool entwintert. Da habe ich diese Plane wieder abgenommen und da habt ihr schon gesehen, da liegt zwar auch Laub drauf, aber das ist so trocken, das kann man einfach runterpusten und wegpusten. Das fällt einfach ab. Da sind keine Gammelflecken, kein Dreck, der dann vielleicht noch mit zusätzlich ins Wasser reinkommt. Tja, so mache ich das. Mein Pool Mitte September eingemottet. So früh hatte ich das auch noch nicht. Auch wenn heute noch mal ein schöner Tag ist. Knappe 10, 15 Grad, auch wenn es wärmer scheint und ausschaut.
Ich hätte ihn gern länger genutzt in dieser Saison. Das Wasser 20, jetzt sogar 25 Grad hätte ich sicherlich noch reinbekommen, aber wenn die Außentemperatur so kalt sind, dann macht das einfach keinen Spaß mehr. Deswegen jetzt schon eingemottet, der Strom ist abgeschalten, die Pumpe ist raus, hat den Vorteil, ja, wir sparen etwas am Strom, dafür haben wir halt keinen Pool mehr bis zum Frühjahr, dann wird er wieder ausgemottet. Wie macht ihr das? Habt ihr andere Lösungen? Nutzt ihr auch eine Plane oder habt ihr vielleicht sogar ein Häuschen, was ihr dann komplett drüber setzt? Lasst ihr den Pool vielleicht sogar komplett offen? Lohnt sich dieser Aufwand, den ich hier betreibe? Gebt mir einen Hinweis, wie ihr das macht. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache hier gar nichts, ich lasse das Ding den ganzen Winter über einfach offen und alles, was an Dreck reinkommt im Frühjahr, ich putze den dann dreimal durch, ist ein Tageswerk und dann ist das genauso sauber, als wenn ich es abgedeckt hätte, wäre vielleicht auch eine Lösung. Dann spart man sich jede Menge Arbeit. Habe heute gut und gerne einen halben Tag hier zugebracht, wobei ein Großteil wirklich das Warten ist, bis das Wasser abgelaufen ist. Wenn ihr Vorschläge habt oder Ideen, nur zu. Dafür sind die Kommentare da. Schreibt mir einfach wieder, freue ich mich drauf. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder zu den nächsten Videos, die ich online stelle. Projekt Pool ist für dieses Jahr erstmal abgeschlossen. Aber mal schauen, was ich mir da für nächstes Jahr einfallen lasse. Bis bald, macht's gut, denkt an das Abo. Ciao.